Hallo Freunde! Stefan und Marias Herzen schmerzten. Ihre geliebte Katze Luna hatte vor einigen Monaten die Regenbogenbrücke überquert und eine Lücke in ihrem Zuhause hinterlassen, die sich unmöglich zu füllen anfühlte. Die Stille war ohrenbetäubend, das leere Katzenbett eine ständige Erinnerung an ihren Verlust. Um mit der Trauer fertig zu werden, ließen sie Futter für die streunenden Katzen weg, die ihre Nachbarschaft besuchten. Es war ein kleiner Akt der Freundlichkeit, eine Möglichkeit, Lunas Erinnerung zu ehren und ein wenig Wärme in ihr eigenes Leben zu bringen. Eines Abends erschien eine besonders traurig aussehende Katze auf ihrer Veranda. Mit Krusten und verfilztem Fell bedeckt, zeigten sich seine Rippen durch seinen dünnen Rahmen. Er sah erschöpft und schwach aus, erinnerte sich Stefan, aber wir konnten nicht näher als 20 Meter kommen, weil er Angst vor Menschen hatte. Sie versuchten, ihn mit Essen zu überreden, aber die Katze weigerte sich in ihrer Gegenwart zu essen. Erst 10 Minuten nachdem sie sich ins Innere zurückgezogen hatten, sahen sie, wie er sich vorsichtig der Schüssel näherte, seine Augen huschten vor Angst herum. Jedes Mal, wenn sie versuchten, näher zu kommen, rannte die Katze los. Ihr Herz brach für diese Kreatur und trug eindeutig tiefe Narben, sowohl physisch als auch emotional. Aber sie waren entschlossen zu helfen. Langsam verbrachten sie während der Fütterungszeit mehr Zeit auf der Veranda und existierten einfach in seiner Gegenwart. Sie ließen ihn sehen, dass sie keine Bedrohung darstellten, und boten ihm mit sanfter Hand Essen an. Eines Tages streckte Maria die Hand aus, um seinen Kopf zu streicheln. Er zuckte nicht zusammen. Er saß einfach nur da und ließ sich ein paar Sekunden von ihr berühren, bevor er wegging. Ein winziger Hoffnungsschimmer durchdrang die Dunkelheit. In den nächsten Wochen wurde ihre Bindung stärker. Sie nannten ihn Patsy, wegen seiner sanften, fast schüchternen Natur. Seine Wunden heilten schnell mit der richtigen Pflege und sie brachten ihn zum Tierarzt, um ihn gegen Flöhe und Parasiten behandeln zu lassen. Eines Tages näherte sich Moritz, ihre andere Katze, ein flauschiger orangefarbener Tabby, Patsy. Zu ihrer Überraschung gab es keine Aggression, nur Neugier. Moritz, normalerweise ein bisschen mürrisch, schnüffelte an Patsy und stupste ihn dann mit dem Kopf an. Patsy, der noch etwas schüchtern war, erlaubte Moritz, ihn zu untersuchen. Bald teilten sie sich einen Teller mit Essen, ein Beweis für die heilende Kraft der Kameradschaft. Als Auswochenmonate wurden, blühte Patsy auf. Sein einst verfilztes Fell strahlte vor Gesundheit, seine Augen hielten die Angst, die sie verfolgt hatte, nicht mehr fest. Er würde jetzt zufrieden schnurrend auf ihren Schoß sitzen, sein Vertrauen in sie unerschütterlich. Patsy hatte nicht nur ein Zuhause gefunden, er hatte eine Familie gefunden. Er hatte Liebe gefunden.